Herr Stenker, Ja. sagen Sie uns doch mal was zu den Diskusfischen allgemein. Wo kommen die eigentlich her? Ursprünglich vom wilden Diskusfisch zum Stenker-Diskus. Ja, die ursprünglichen Diskusfische, also die Wildfänge, kommen aus Brasilien überwiegend, also aus dem Amazonas und seinen Nebenflüssen, kommen dort aus einem sehr weichen, mineralarmen Wasser. Und dann hat man die exportiert, ich glaube in den 50er, 60er Jahren schon auch nach Deutschland. Und dort mussten die dann irgendwie auch mit dem deutschen Wasser zurechtkommen. Und am Anfang ging das nur im Harz, weil da war das Wasser so ähnlich wie in Brasilien. Ach was, das ist ja Ja, interessant. das ist auch sehr weiches Wasser, aber der größte Teil Deutschlands hat eben härteres Wasser und wir haben bei uns in Warendorf zum Beispiel 15 Gesamthärte. Das ist im Vergleich zum Originalwasser mit 1 oder 2 Gesamthärten also ein Riesenunterschied. Und da hat man im Laufe der Jahrzehnte haben wir unsere Tiere daran gewöhnt, sodass sie heute im Leitungswasser aufgezogen werden und sich dort auch wohler fühlen wie im weichen Wasser, weil die über jetzt fast gut 50 Jahre daran gewöhnt worden sind. Und der Wildfang hat eigentlich die Tarnfarben, weil er mit dem Piranha sich denselben Lebensraum teilt. Das heißt, wenn man da so bunte Farben hätte, wie man sie hier sieht, dann wäre das Lebenfutter für die Piranhas. Ich wollte gerade sagen, die Diskusfische sind doch eigentlich friedliche Zeitgenossen. Ja, es ist zwar ein Barsch, aber relativ friedlich. Das heißt, er versteckt sich eher im Schutz von Baumwurzeln. Deswegen sind die Originaltiere bräunlich, sodass sie sich gut tarnen können. Und unsere Tiere haben jetzt inzwischen fast alle Farben vom Regenbogen drauf. Und der Unterschied vom Wildfang zum Stenker-Diskus ist einfach auch die Ansprüche. Der Wildfang hat bestimmte Wasseransprüche, bestimmte Futteransprüche und unsere Nachzuchttiere wurden immer auf Einfachheit gezüchtet. Das heißt, die robustesten Tiere, damit wurde weitergezüchtet, sodass wir heute einen sehr einfach zu haltenden Diskusfisch haben, der mit dem Wildfang kaum noch was zu tun hat. Und wie ist das denn in Asien? Also die sind ja dann an ganz anderes Wasser gewöhnt, oder? In Asien sind die eben an das asiatische Wasser gewöhnt und auch an eine andere Art zu filtern. Das heißt, in Asien wird es täglich 90% bis 95% Wasserwechsel gemacht. Es wird kein Filter eingesetzt, wogegen im europäischen Bereich und auch eben bei uns in der Zucht mit einem Filter gearbeitet wird. Und wir brauchen nur einmal in der Woche etwa 1/3 Wasserwechsel machen. Also es ist sehr viel weniger kosten- und arbeitsintensiv. Das ist ja ein signifikanter Unterschied. Wenn ich mir vorstelle, jeden Tag das Wasser wechseln, da ist ja... Ja, und deswegen alles, was ich sage, bezieht sich eigentlich immer auf unsere Diskusfische. Denn man kann Diskusfische nicht verallgemeinern. Man sollte da wirklich mindestens in 3 Spalten aufspalten. Das sind einmal die Wildfänge, die asiatischen Nachzuchten und eben unsere Stenker Nachzuchten. Wie alt wird denn so ein Diskusfisch eigentlich bei guter Pflege? Also bei artgerechter Haltung muss man ja sagen. Bei artgerechter Haltung und guter Pflege kann er gerne 15 Jahre alt werden, so wie ein Hund ungefähr. Und dadurch ist einfach auch irgendwie eine Relativierung vom Preis her gesehen. Ein Diskusfisch ist jetzt nicht günstig. Also ein Jungfisch, den kriegt man schon ab 20 €, aber ein ausgewachsener kostet auch gerne schon mal 200 €. Aber bei 15 Jahre Lebenserwartung rechnet sich das dann wieder. Man hat ja auch, ein Hund ist ja auch von bis. Ne? Da kann man ja auch unendlich viel, je nachdem. Und es ist ja ein gezüchtetes Tier. Ne? Ja, also nicht der Wildnis entnommen, also keine Schädigung der Wildnis. Und ja, wie gesagt, wir züchten in Deutschland, damit ist ein kurzer Versandweg hier gegeben, keine großen Flugreisen. Von daher gesehen auch unter dem Gesichtspunkt ökologisch sinnvoller, meiner Meinung nach, wie Wildfänge zu entnehmen. Super, vielen Dank. Gerne.